zweiten Kapitel der Theorie der Grundrechte geht es um den Begriff der Grundrechtsnorm. Ich beginne damit zu untersuchen in dem Buch, was eine Grundrechtsnorm ist. Um diese Frage zu beantworten, ist zunächst zu fragen, was eine Norm ist. Diese Frage ist sehr theoretisch, sehr abstrakt, aber doch von großer Bedeutung. Denn ohne eine klare Theorie der Norm ist es nicht möglich, eine klare Theorie der Grundrechtsnorm zu haben. Der Begriff der Norm führt zu einem ontologischen Problem, das am deutlichsten von Hans Kelsen herausgearbeitet wurde. Man kann Normen auf drei Ebenen zuordnen. Die erste Ebene ist die physische Ebene. Das ist der Zwang, der im Recht ausgeübt wird. Diese Ebene reicht nicht aus, den Begriff der Norm vollständig zu erfassen. Die zweite Ebene ist die psychische Ebene. Hier geht es um die Gefühle des Verpflichtetseins, hier geht es um die Angst vor Zwang, hier geht es um das Bedürfnis, sich dem geltenden Gebrauch der Normen anzupassen. Auch diese psychische Ebene reicht nicht aus. Eine adäquate Theorie der Norm muss, wie Hans Kelsen vor allem in der ersten Auflage seiner reinen Rechtslehre im Jahre 1934 dargelegt hat, eine adäquate Theorie der Norm muss die Norm als Bedeutungsinhalt betrachten. Eine Norm sagt, was gesollt ist. Deshalb kann der Begriff der Norm vom Begriff des Sollens nicht getrennt werden. Und zu sagen, was gesollt ist, dass etwa der Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit gesollt ist, heißt, einen Satz auszusprechen, der eine Bedeutung hat. Die Bedeutung wird häufig als das semantische Element bezeichnet. Deshalb gebe ich meiner Normtheorie in der Theorie der Grundrechte den Namen semantische Normtheorie oder semantischer Normbegriff. Damit haben wir auf der abstrakten Ebene festgelegt, was eine Norm ist. Sie ist ein Bedeutungsinhalt. Und die Juristen sind damit beschäftigt, die richtige Bedeutung der Normen herauszuarbeiten. Nachdem wir nun betrachtet haben, was eine Norm ist, wende ich mich dem Begriff der Grundrechtsnorm zu. Von größter Bedeutung ist hier der Unterschied zwischen der Grundrechtsbestimmung und der Grundrechtsnorm. Eine Grundrechtsbestimmung ist der Satz, der in der Verfassung steht. Etwa der Satz, jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Nunmehr ist als nächstes zu fragen, welche Norm durch diese Grundrechtsbestimmung ausgedrückt wird. Diese Norm ist die Grundrechtsnorm. Bisher habe ich nur über die Grundrechtsnormen, die niedergeschrieben sind und deren Bedeutung gesprochen. Wenn wir in die Realität der Grundrechte blicken, stellen wir fest, dass es viel mehr Grundrechtsnormen gibt. Die Verfassungsrechtsprechung oder die Rechtsprechung der allgemeinen Gerichte oder die Rechtsprechung des höchsten Gerichts fügen in jeder Entscheidung, in der es um Grundrechte geht, neue Grundrechtsnormen, den Grundrechtsnormen, die bereits gelten oder für die bereits eine Entscheidung getroffen wurde, neue Grundrechtsnormen zu. So wächst im Laufe der Jahre ein komplettes System der Grundrechtsnormen.
Diese hinzugefügten Grundrechtsnormen nenne ich zugeordnete Grundrechtsnormen. Eine zugeordnete Grundrechtsnorm darf nicht willkürlich zugeordnet werden. Sie muss mit einer guten Begründung zugeordnet werden, sodass also wir eine gute Definition der Meinungsäußerung, der Religion, der Kunst, der Wissenschaft und so weiter gebrauchen. Diese Grundrechtsnormen entstehen durch Interpretation der Grundrechtsbestimmungen. Aber wir haben noch ein anderes Phänomen. Ich habe im ersten Kapitel die Definition der Grundrechte als Versuch, die universell geltenden Menschenrechte auf der Ebene der Verfassung zu positivieren, definiert. Dies bedeutet, dass die Grundrechtsnormen sich nicht auf die positivierten Grundrechtsbestimmungen beschränken dürfen. In der deutschen Verfassung gibt es praktisch keine sozialen Grundrechte. Dennoch hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung vom 9. Februar 2010 ein ungeschriebenes Grundrecht in die Verfassung eingefügt. Es ist ein soziales Grundrecht, das nicht geschrieben ist vom Verfassungsgeber. Es ist das soziale Grundrecht auf ein Existenzminimum. Dies musste eingefügt werden, weil ohne dieses Recht die Menschenwürde verletzt ist. Auch dies ist eine zugeordnete Grundrechtsnorm, eine Norm, die dem Grundrechtskatalog hinzugefügt wurde, obwohl der Verfassungsgeber sich nicht für sie entschieden hat. Dies ist richtig und kann gerechtfertigt werden. Wenn die These zutrifft, das ist eine meiner wichtigsten Thesen, dass Grundrechte den Versuch darstellen, die Menschenrechte als moralische Rechte zu positivieren. Wenn ein Grundrechtskatalog unter dem Gesichtspunkt der Menschenrechte einen Fehler aufweist, sind die Gerichte verpflichtet, diesen Fehler zu korrigieren. Dies hat das deutsche Verfassungsgericht getan. Wir haben ein ähnliches Phänomen in Australien. Die australische Verfassung enthält keine Grundrechte. Dennoch hat das oberste Gericht in Australien ungeschriebene Grundrechte der Verfassung hinzugefügt. Dies sind richtige Entscheidungen. Damit wissen wir jetzt. Ich fasse zusammen. Wir wissen unter dem Aspekt des Begriffs der Grundrechtsnorm. Erstens, dass Normen Bedeutungsinhalte sind. Bedeutungsinhalte, die ein Sollen, grob gesprochen, zum Ausdruck bringen. Das entspricht der Kelsenschen Theorie, insbesondere in der Fassung der ersten Auflage der reinen Rechtslehre aus dem Jahr 1934. Und ich freue mich darüber sehr, denn Kelsen ist ein Positivist. Ich bin ein Nicht-Positivist. Ich bin der Meinung, dass Menschenrechte als moralische Rechte existieren. Für Kelsen gibt es nur positivierte Rechte. Dennoch stimmen Kelsen und ich im Normbegriff überein. Nach der Einführung des allgemeinen Normbegriffs als Bedeutungsinhalt habe ich mich der Grundrechtsnorm zugewandt. Hier wurde zwischen der Grundrechtsbestimmung der geschriebenen Norm oder dem Normtext und der Bedeutung dieses Normtextes unterschieden. Schließlich wurde der Begriff der zugeordneten Grundrechtsnorm eingeführt. Dieser umfasst die Interpretationen der Grundrechtsbestimmungen, etwa die Definition des Begriffs der Religion
und die Normen, die dem Grundrechtskatalog zugeordnet werden, weil ohne deren Zuordnung der Grundrechtskatalog dem Anspruch auf Richtigkeit nicht entspricht. Als Hauptbeispiel habe ich die deutsche Entscheidung vom 9. Februar 2010 zu den sozialen Grundrechten angeführt, wo mit Hilfe des Begriffs der Menschenwürde begründet wurde, dass die Verfassung ein Recht auf ein Existenzminimum enthalten muss. Damit ist meine Darstellung des zweiten Kapitels abgeschlossen.